Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder eine Diplom-Ingenieurin hier in Biomedizin. Sie kennen sie bestimmt auch schon. Ich sage immer, es ist die Frau Blaubeere. Ganz herzlich willkommen, liebe Jutta Suffner. Schön, dass du wieder aus dem hohen Norden in den Süden gereist bist. Hallo Alexander, ganz herzlichen Dank wieder für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, liebe Jutta, ich möchte heute ein Thema angehen, was ich noch nie in einer Sendung besprochen hatte. Wir haben immer wieder über die Blut-Hirn-Schranke gehört, aber eigentlich nie detailliert darum gesprochen, was ist sie genau, was hat sie für eine Aufgabe, warum wird die Aufgabe immer schwieriger für sie zu bewältigen. Kannst du mir da ein bisschen mehr Hilfestellungen geben? Vielleicht ist es erstmal wichtig zu definieren, was ist das überhaupt, die Blut-Hirn-Schranke? Wir reden immer davon und das ist ja nichts anderes als die Trennung von dem normalen Blutsystem zum zentralen Nervensystem, sozusagen wie eine Filterfunktion. Das heißt, wenn bestimmte Giftstoffe eben in unserem Blutkreislauf kommen, du hast eine Lungenentzündung, dann sind wir praktisch davor geschützt, dass das Ganze nicht überhand nimmt und auch noch ins zentrale Nervensystem geht. Also es ist sozusagen von der Natur aus eine natürliche Schutzschranke. Das ist erstmal das Wichtigste. Und hat eigentlich die Aufgabe, gute Dinge durchzulassen und die schlechten uns vor den schlechten Dingen zu schützen. Das ist einfach mal so, dass man überhaupt mal weiß, wo steht man denn da. Und heutzutage ist es ja so, dass wir Darm und Gehirn haben wir ja eine gewisse Verbindung. Und jetzt fragen sich Leute ja, was hat denn jetzt der Darm mit der Blut-Hirn-Schranke zu tun? Es ist jetzt so, in unserem Darm wird sozusagen die Grundlage dafür gelegt, dass auch die Kommunikation mit unserem Gehirn stattfindet. Und ich habe mich mal ein bisschen mit diesem Thema natürlich beschäftigt und habe mir mal Bücher gesucht, so von Ende 1800 und Anfang 19. Jahrhundert. Und da fand ich es ganz interessant, dass zum Beispiel der Arzt, der den Parkinson entdeckt hat, also der Dr. Parkinson, das war 1847 oder 1817 schon, der hat schon oben im Gehirn Dinge untersucht und hat zum Beispiel schon festgestellt, dass die Parkinson-Häufigkeit steigt mit einer verminderten Stuhlhäufigkeit. Also auch er schon. Oder wenn man sich zum Beispiel den Dr. Maximilian Bircher anschaut, der hat 1936 schon davon gesprochen, achtet darauf, was ihr zu euch nehmt, denn alles andere könnte negative Auswirkungen auf euer Gehirn haben. Also diese Dinge existieren schon ganz, ganz lange und jetzt fängt man an, das alles wieder so ein bisschen auszugraben. Gut, dann höre ich immer wieder das Wort eine löchrige Blut-Hirn-Schranke. Und ich höre auch immer wieder, dass das Elektrosmog anscheinend unsere Blut-Hirn-Schranke durchlöchert. Was ja bedeuten würde, dass aller Müll in mein Hirn kommen würde. Stimmt das oder sind das Gerüchte? Also viele kennen ja Leaky Gut, also diesen löchrigen Darm. Ja. Und in letzter Zeit spricht man häufiger von Leaky Brain. Das ist das, was man damit entsprechend meint. Man darf es aber definitiv nicht trennen, weil nur wenn mein Darm, ich sag mal, ohne Löcher ist, funktioniert es auch da oben, so komisch sich das jetzt anhört. Aber ich nehme ja etwas auf, ich esse Kohlenhydrate, Proteine und Fette, so, die esse ich, die werden ja verstoffwechselt, so, dann werden die entsprechend verarbeitet, dann werden Botenstoffe gebildet und diese Botenstoffe gehen sozusagen dann oben in unser Gehirn. Beispiel, was die meisten kennen, Tryptophan. So, wenn du nicht schlafen kannst, dann sehe ich auch oft bei mir im Delta-Scan, da fehlt irgendwie Tryptophan. Wie kommt das denn jetzt da oben hin? Das kommt ja nur dahin, indem ich es entsprechend aufnehme. Dann wird aus dem Tryptophan Serotonin gebildet, aus dem Serotonin dann Melatonin. So, das heißt, ich muss erstmal im Darm genügend Grundsubstanzen haben, damit aus dem Tryptophan das Serotonin und das Melatonin gebildet werden kann. Also meine Autobahn vom Darm zum Gehirn, die muss erstmal sozusagen geebnet werden. Ansonsten ist mein Gehirn sozusagen von der Außenwelt abgeschlossen. Und dann, auch dann kann diese ganze physiologische Funktion der Blut-Hirn-Schranke gar nicht funktionieren. Aber was du eben angesprochen hast, ist leider wirklich so. Und da gibt's auch genügend Tests für, dass, sei es, nimmst du dein Handy an dein Ohr, die meisten telefonieren ja leider mit dem Handy am Ohr, einfach durch diese ganzen Abstrahlungen von dem Elektrosmog oben Tausende von Nervenzellen abgetötet werden. Und das hat natürlich eine entsprechende Wirkung auf dein ganzes neuronales Netzwerk. Das heißt,
deine Gehirntätigkeit wird schlechter. Und das Schlimme ist eben auch, wenn da noch diese Blut-Hirn-Schranke nicht funktioniert, wie sie eigentlich sollte, weil die Leute sich eben zum Beispiel auch nicht vernünftig ernähren, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass solche Reparaturvorgänge überhaupt nicht so vor sich gehen können, wie sie von der Natur eigentlich vorgesehen sind. Mhm. Und deswegen ist das ein riesen Thema. Und dieses Wort, wie gesagt, Leaky Brain, ist jetzt seit einigen Monaten, leider muss man dazu sagen, in aller Munde. Ich habe gehört, dass aber auch der Leaky Gut eigentlich eine Volkskrankheit ist, dass heutzutage sehr viele Leute dieses Problem haben. Und heißt das, wenn die Leute, die jetzt wirklich ein Darmproblem haben, eigentlich auch diesen Leaky Brain haben? Also ich glaube, es wäre jetzt sicherlich falsch zu sagen, das eine bedingt das andere zu 100%, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Mhm. Wenn man so überlegt, hier in unserer westlichen Welt hat jeder 500. Bürger zum Beispiel eine Colitis ulcerosa, also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das sollte einen ja mal so ein bisschen nachdenklich machen. Jeder 500. was eine Riesenmenge ist. Und bei diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, was ist das? Das ist ja letztendlich eine Entzündung der obersten Schleimschichten. Und wenn du etwas aufnimmst, sickern natürlich dann auch Giftstoffe. Ich sage es immer, das ist wie Ziegel von einem Haus. Normalerweise sollen die Ziegel dein Haus ja schützen vor dem Regen, vor dem Wind, was kommt. So kann man sich auch diese Darmschleimhaut vorstellen. Wenn aber jetzt der Maurer nicht richtig gearbeitet hat und du hast diese Steine nicht richtig aufeinander gesetzt, dann kann ja Regen, das kann ja alles bis ins Haus reingehen. Und so ist es im Prinzip beim Darm. Und das Schlimme ist dann, wenn sich diese ganze Darmbarriere entzündet, dann kann natürlich diese Entzündung aus dem Darm überall hingehen, beispielsweise auch ins Gehirn. Mhm. Und es gibt ein wunderbares Buch, das fällt mir gerade ein, das heißt Die entzündete Seele. Das hat ein amerikanischer Neurologe geschrieben und die haben in London eine Studie gemacht mit 9-jährigen Kindern und haben bei diesen 9-jährigen Kindern gemessen, wie viel und welche Entzündungsparameter haben diese Kinder im Körper und haben diese gleichen Kinder nochmal gemessen mit 18. Und das Ergebnis war, dass die Kinder, die mit 9 Jahren schon diese vermehrten Entzündungsfaktoren hatten mit 18 ein erhöhtes Risiko an Depressionen, Demenz, man mag es nicht glauben, und diesen Krankheiten zu erkranken. Und da sollte einem ja schon die Verbindung deutlich werden. Darf ich nochmals für meine Laiensprache ausdrücken? Ich habe ein Leaky Gut. Jetzt gehen also gewisse Stoffe, die eigentlich nicht sollten, in den Blutkreislauf. Genau. Übers Blut geht es dann zu der Blut-Hirn-Schranke. Und die Blut-Hirn-Schranke, wenn sie intakt ist, hält sie es davon ab. Und wenn sie nicht mehr intakt ist, geht es halt durch. Und ich kriege das alles ins Hirn ab. Und das ist eben genau das Schlimme. Dann kommen die Stoffe, gelangen irgendwo hin, wo sie eben nicht hin sollen. Mhm. Und das wird oft unterschätzt. Und deswegen ist es ja auch zum Beispiel so, dass man dann versucht, welche Stoffe kann ich dem Menschen geben, um das Ganze wieder zu heilen oder in die Ordnung zu bringen. Und auch da ist das Problem, die meisten Stoffe, die du da nimmst, Nahrungsergänzungsmittel, die Moleküle sind zu groß, die gehen dann sozusagen nicht durch. Aber du möchtest gerne, dass sie durchgehen, damit die Kommunikation zwischen Darm und Hirn wieder funktioniert. Und da fängt eben dann auch die Suche an, was kann ich den Menschen geben, damit ich dieses ganze System wieder in die Ordnung bekomme. Mhm. Nochmals, ich glaube mich daran zu erinnern, dass der Dr. Klinghardt oder auch der Dr. Mutter mal gesagt hat, dass die meisten Alzheimer- und Demenzproblematiken, die wir heute kennen, eigentlich eine Sache ist von Schwermetallbelastungen oder eben Darmproblematiken. Es ist auch so, mit dem Darm fängt es an. Wenn der Darm undicht ist, dann können zum Beispiel diese Fettsäuren, die du benötigst, damit oben diese sogenannten, im Gehirn brauchst du Gliazellen. Das sind sozusagen die Fresszellen, die sind ganz, ganz wichtig. So, die werden aber nur gebildet, wenn ich hier unten im Darm entsprechend meine Stoffe, wenn der Darm dicht ist und die Nahrungsmittel, die ich aufnehme, auch so umgewandelt werden können, beispielsweise in diese Butyrat, Buttersäure, Fettsäuren, dass oben diese Gliazellen gebildet werden. Und diese Gliazellen sind sozusagen hier oben meine Feuerwehr, meine Abwehrstoffe. Und wenn ich keine habe, dann können natürlich die ganzen Giftstoffe in alle Regionen des Gehirns gelangen. Ich meine, wir kennen alle das Thema Zirbeldrüse. Das ist ein Riesenthema, die ist bei den meisten, ich sage es einfach mal, zugemüllt.
die ist einfach, und unsere Zirbeldrüse ist ja das Tor zum Bewusstsein. Aber man kann sich vorstellen, wenn die wirklich von Giftstoffen zu ist, die Türen sind definitiv zu, wie soll dann auch eine Anbindung an höhere Ebenen entstehen? Oder zum Beispiel im Hippocampus. Der Hippocampus ist ja das Seepferdchen und da ist ja der Start von allen Demenz- und Alzheimer-Erkrankungen. Also in dem, was so mit diesem frühen Erlernen startet. Und da hat man erhöhte, ich sage jetzt einfach mal allgemein, Toxinbelastungen leider feststellen können, gerade bei Patienten, die eben an diesen Demenz-Alzheimer-Erkrankungen erkranken. Wobei ein Wort gerade noch, Demenz ist ja so der Überbegriff, das heißt vergessener Geist. Und dann gibt's diese Alzheimer-Demenz, das ist das, was wir alle so kennen. Es gibt aber noch eine vaskuläre Demenz, nur damit man das einfach mal so einfach mal auseinanderklamüsert. Wir reden jetzt immer von der Alzheimer-Demenz, das, was die meisten Menschen auch so kennen. Also über diese Zirbeldrüse-Geschichte müsste man eigentlich auch noch reden. Das, glaube ich, das ist dann meine eigene Sendung. Das ist wirklich sollten wir echt noch darüber reden. Eine Sendung wert, definitiv. Jetzt noch etwas für mein Verständnis. Ich habe mal gelesen, speziell bei Fettsäuren, dass ein C8, also ein Kohlenstoffatom mit 8 Atomen, durch die Blut-Hirn-Schranke durchkommt, währenddem ein C12 oder ein C18 aus vielen Ölbereichen eigentlich die Blut-Hirn-Schranke nicht durchkommt. Deshalb ist ja das MCT, das mittelkretzige Triglyceridenöl, so wertvoll. Ja. Gut, jetzt heißt das also, die Blut-Hirn-Schranke lässt nur das Kleinste durch. Wenn jetzt aber irgendwelche Schwermetalle auch durchgehen, dann muss man sagen, dann ist ja gar keine Blut-Hirn-Schranke mehr da, oder? Deswegen ist ja auch dieses Thema Entgiften so wichtig. Erstmal Darmsanierung und dann entgiften. Und viele Leute sagen dann immer, ja, wie lange soll ich denn entgiften? Eigentlich das Leben lang, weil wir sind ja den ganzen Tag diesen ganzen Umweltbelastungen ausgesetzt. Also wir schließen uns jetzt nicht ein und sagen, wir haben eine Woche entgiftet und dann ist alles gut, dann ist unser Gehirn wieder frei. Sondern dadurch, dass wir eben ständig dieser Belastung ausgesetzt sind und damit auch der Gefahr, dass Toxine, ich sag mal, unser Gehirn befallen können, ist es einfach ganz wichtig, das wirklich zu einer Prävention zu machen, gerade in der heutigen Zeit. Weil eben, wie du schon eben sagst, es gibt Studien, die sind jetzt nicht offiziell, aber es gibt sehr, sehr gute Erfolge, zum Beispiel auch bei beginnender Demenz. Wenn du den Menschen täglich 3 bis 4 Esslöffel dieses MCT, also ein gutes Kokosöl beispielsweise gibst, die Menschen können nach 3, 4 Wochen auf einmal wieder eine Uhr richtig zeichnen. Das sind so gewisse Tests, die du machen kannst. Kann einer eine Uhr zeichnen, kann er die Zahlen richtig sehen und richtig lesen. Ja. Und man sieht ganz klar, dass damit einfach diese kognitiven Dinge wieder verbessert werden können. Oder mit gewissen Bären natürlich. Also es gibt einige Dinge, die du wirklich nutzen kannst, um diese ganze Abwehrkraft in deinem Gehirn wieder zu optimieren. Ja, ich glaube, das war noch im Zusammenhang auch mit Umstellungen der ketogenen Ernährung, mit MCT, und das sind ja Riesenerfolge zu verzeichnen. Ja. Das sage ich auch Patienten immer. Ich sage, Sie können nur gewinnen. Bitte machen Sie es. Holen Sie sich ein gutes MCT-Öl und geben Sie es mal an Ihrem Vater oder Ihrer Mutter, in Zusammenhang natürlich noch mit anderen Dingen, klar. Aber die Erfolge sind wirklich da, bei beginnenden Anzeichen. Unbedingt Wie entgiftest denn du die ganze Leben lang hindurch? Was machst du? Gut, ich bin natürlich, man nennt mich ja nicht umsonst die Ostseeblaubeere, und ich habe halt einfach lange nach etwas Besonderem gesucht, von dem ich wusste, dass es durch die Blut-Hirn-Schranke geht, mich also dabei unterstützt, ich sag mal auch mein Gehirn klar zu halten. Und da bin ich eben dann auf die Blaubeere unter anderem natürlich gestoßen. Die gehört für mich oder für viele Patienten, die gehört für mich einfach dazu. Wusste ich nicht, die kann entgiften. Ja. Weil normalerweise höre ich bei Entgiftung immer wieder Chlorella, Spirulina, Zeolite, allenfalls irgendwelche Pektine, wo einfach diese Bindungsfähigkeit haben. Und die einen funktionieren für den Darm gut, das andere ist fürs Blut gut. Und fürs Hirn ist es sehr schwierig. Ja, aber man hat, es gibt einige positive Aspekte. Und zwar zum einen gibt es Inhaltsstoffe, also die Tannine zum Beispiel, in der wild wachsenden Blaubeere. Die hat zum einen die Fähigkeit, im Darm Giftstoffe zu binden. Gibt es auch Studien für, kann man nachlesen. Und dann habe ich jetzt vorgestern, erst kürzlich, in einem Buch vom Professor Warnke eine interessante Studie gelesen. Da ging bei mir auch wieder ein Scheinwerfer auf, dass man, wie viele Patienten waren es? Riesen, ich glaube 40, 50.000, relativ viel, dass man denen wilde Blaubeeren gegeben hat, also einmal eine Gruppe mit keinen, dann welche mit einer, mit
gefriergetrockneten und dann mit einem Extrakt und hat dann die Konzentration gemessen im Hippocampus. Und dann habe ich gedacht, was wollen die denn im Hippocampus? Bis mir natürlich dann einfiel, Moment, im Hippocampus, wenn da dann die Konzentration von diesen sogenannten Anthocyaninen, also den Inhaltsstoffen der Blaubeere, hoch ist, habe ich ja eine entsprechende Abwehrkraft. Das heißt, Demenz und Alzheimer kann ich dadurch zumindest mal ein bisschen im Schach halten. Das habe ich durch Zufall vor ein paar Tagen erst gelesen. Hippocampus, wo ist der? Der Hippocampus, das ist das Seepferdchen. Und im Seepferdchen, da werden sozusagen die ersten Erscheinungen treten dort auf, weil man merkt ja, wenn jemand Demenz, Alzheimer hat, dann heißt es, wo ist mein Schlüssel? Der findet den Schlüssel nicht mehr. Also alles das, was vor kurzem passiert ist. An lange Dinge können die sich ja erinnern. Aber Hippocampus ist sozusagen unser erstes Sammelbecken für unsere ersten kurzen Informationen. Und dann wird es weitergegeben ins Langzeitgedächtnis. Okay. Also diese wilde Heidelbeere ist ein Mittel zum Entgiften und auch zum den Darm zu sanieren. Ja. Und wenn der Darm ja in Ordnung ist, der Liquigat ja verhindert wird, dann ist auch die Blut-Hirn-Schranke von unserem Eingangsthema eigentlich wieder geschlossen. Ganz genau, ganz genau. Es ist nicht das Einzige. Natürlich ist wie bei einem großen Puzzlebild, gehören da andere Dinge zu. Natürlich ein gutes Vitamin D oder auch Magnesium. Du kannst Vitamin D oder Magnesium nicht verwerten. Wenn jemand Problematiken mit den Schleimhäuten hat, gehört natürlich Vitamin A und auch Zink dazu. Da bitte ich immer zu beachten, die Chronobiologie, also nicht alles, sagen viele, auch da nehme ich morgens mal alles zusammen. Dann habe ich es ja, nee, ich sage bitte haltet euch an die Zeiten, wann ihr etwas nehmt. Zum Beispiel Zink ist ideal abends um 18 Uhr, nur mal so als Beispiel. Oder welches Zink man auch nimmt, ist ein Orotat oder ein Citrat. Also da gibt es noch ein paar Sachen zu beachten. Aber die Blaubeere ist für mich ein Standard, der einfach dazugehört, weil es sie einfach hilft, auf gewissen Ebenen die Ordnung vom Körper wiederherzustellen. Und deswegen ist es für mich immer so mein Geheimmittel, was ich dann einfach nehme und mit dem ich, egal ob klein oder groß, sehr gute Erfahrungen machen durfte. Ich hatte kürzlich einen Therapeuten da, der hatte mal das verglichen, eben diesen wilden Heidelbeeren mit dem Großhandel Heidelbeeren, die ich so täglich konsumiere. Und habe festgestellt, ja, da ist nichts drin, was eigentlich in der wilden drin ist. Ja. Also das ist schon einfach, dass ich es gesagt habe, da mache ich einen großen Fehler. Aber ich esse halt einfach gern abends meine Schüssel Heidelbeeren. Ich war jetzt auch, wir haben oben an der Ostsee, wir haben ein tolles Heidelbeerfeld und die habe ich da auch gepflückt, weil es einfach ein schönes Erlebnis ist, die auch zu pflücken. Aber wenn man die dann sieht, die sind ja, unsere Kulturheidelbeeren sind ja auf groß gezüchtet, die sollen ja möglichst groß sein. Da ist aber groß und Wasser drin. Und wenn ich die aufschneide, da wird auch nichts blau oder so. Ja. Und diese, die ich eigentlich gerne nutze, auch therapeutisch nutze, die müssen die sind klein. Und die haben sozusagen ihre Jahrmillionen Informationen, die sie eben aus der Umwelt aufgenommen haben, konzentriert. Und wenn man die aufschneidet oder auch mit den Händen zerbröselt, dann ist alles blau und schwarz. Also deswegen ist es schon ganz, ganz wichtig, nicht nach Groß und Wasser zu schauen, sondern manchmal ist eben das Kleine definitiv nährender. Wir haben ja schon mal Sendungen gemacht über diesen wilden Heidelbeeren und ich staune nur, wie viel Feedbacks ich gekriegt habe. Alles zu dem Extrakt jetzt? Leute schicken mir so unglaubliche Geschichten auch zu diesen Blaubeeren, aber auch, und das habe ich mir extra angestrichen, und zwar auch in Bezug auf den Darm, wo jetzt das heutige Thema ist, aber auch noch viel, viel mehr, also auch zu Kindern und zu Adaptogenen. Aber da besserer Stuhl, Laune, körperliche Fitness, schreibt die Charlotte. Edeltraut schreibt, meine Halsschmerzen haben sich schnell gebessert, Schuppenflechte habe ich festgestellt, sie sind auch weg. Kommt alles aus dem Immunsystem. Wenn der Darm in Ordnung ist, verschwinden unglaublich viele Geschichten. Genau, das ist. Nach beginnendem Husten wieder eingenommen, schnelle Besserung erlebt. Diverse Nervenschmerzen sind nach der Einnahme verschwunden. Hautbild verbessert, weniger Infekte. Schreibt da wieder eine. Frau Maria SP schreibt, meine Gelenkschmerzen haben sich wesentlich gebessert. Also auch wieder, alles kommt aus dem Darm. Das ist es. Unser Darm ist eben unser Immunsystem. Ich meine, wenn man sich überlegt, das sind 400 Quadratmeter. Wenn man unseren Darm, die sind ja so diese ganzen Zotten, das ist ja alles so eingefaltet. Und wenn man die mal ausbreiten würde, wären das 400 Quadratmeter. Und in diesen 400 Quadratmetern haben wir insgesamt, wenn man das zusammendrücken würde, sind es 2 Kilogramm Mikrobiom, also Untermieter.
Untermieter. Und diese Untermieter, die gilt es halt, also die guten Untermieter zu züchten und den schlechten zu sagen, ich kündige euch heute mal die Miete, euch brauchen wir nämlich nicht. Und wenn wir ja eine schlechte Nahrung, schlechte Lebensgewohnheiten zu uns nehmen, ich sag mal, dann ist es wie ein Misthaufen. Auf einem Misthaufen kennst du vielleicht auch noch früher von deinem Vater, hat er einen Misthaufen genommen und hat eben diesen Mist, das hat schön gegoren, da ist alles drauf gewachsen und das kam dann nachher ins Kartoffelfeld. Und so kann man sich das vorstellen. Wenn ich etwas Schlechtes zu mir nehme, schlecht lebe, dann habe ich hier die reinste Gärfabrik. Und wie soll dann diese Nahrung verarbeitet werden? Weil das geht ja dann vom Dünndarm über diesen ganzen enteropathischen Kreislauf, also wieder in die Leber, die soll dann entgiften. Und dann sagt die Leber, super, das ist jetzt alles zu viel. Und der ganze Überfluss geht über die Galle wieder in den Dünndarm. Dann ruft der Dünndarm, nicht schon wieder, ich hab's doch eben schon mal entgiftet. Und das ist dann sozusagen ein Spiel. Das geht immer weiter. Und viele Leute sagen ja auch, ich bin so müde, komisch, ich kann mir das gar nicht erklären. Das ist einfach, die Leber hat ja keine Schmerzrezeptoren, genauso wenig wie unser Gehirn. Das ist es ja, es tut ja nichts weh. Und wenn wir dann müde sind, das ist einfach ein Zeichen, mal zu schauen, liebe Leber, gehe ich mit dir auch richtig um? Oder sollte ich vielleicht mal meine Lebensgewohnheiten oder Ernährungsgewohnheiten ändern? Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Oder Menschen, fällt mir gerade noch ein, hatte ich letzt einen am Telefon, Hämorrhoiden ist ja ein Thema, über das keiner redet. Leber und Hämorrhoiden hängt zusammen, weil am Ende des Darms verbinden sich unsere ganzen Portalvenen mit dem normalen Venensystem. Wenn hier zu viel Druck drauf ist da unten auch zu viel Druck drauf. Das wird auch oft nicht gesehen. Dann wird immer nur an einer Stelle gearbeitet. Also klar, du siehst, Leber, Darm, Gehirn, es hängt alles zusammen. Also auch eine Leberentgiftung wäre immer eine tolle Sache. Ja. Unbedingt. Faszinierend finde ich einfach, dass der Mensch, wenn er gesund ist, in einem Gleichgewicht drin ist. Und wenn das Gleichgewicht nur ganz leicht verschoben ist, aus der Balance, aus der Mitte heraus, dass es manchmal aber auch nur ganz wenig Gegensteuerungen braucht, damit er sich sofort wieder reguliert. Ja. Und deswegen liebe ich ja auch wiederum diese Blaubeere, weil das ist eine Ebene, die wir teilweise nicht fassen können. Genauso wie viele Pilze oder wie Ginseng, wie Süßholz. Also alles diese Stoffe, die einfach schauen, wenn Alexander die jetzt auf sich nimmt und die schauen, okay, ich sage jetzt mal, braucht dein linkes Ohrläppchen gerade mehr oder doch lieber der rechte Arm? Und klar sind es auch Dinge, die wir uns vielleicht so mit unserem Geist noch nicht so vorstellen können. Aber die suchen sich dann schon den Ort, der es gerade bei dir gilt, wo man die Ordnung wiederherstellen soll. Und man muss ja nicht immer alles erklären können. Du hast im Mittelfeld von dieser Sendung auch mal noch aufgezählt, was man sonst noch alles nehmen könnte, vom Vitamin C, vom Vitamin D. Das sind so Dinge, das fällt dir so leicht aufzuzählen, aber für uns Konsumenten wird das schon wieder ein bisschen schwierig. Ist das Weg über den Therapeuten entscheidend zu supplementieren, was ich wirklich brauche, aus deiner Sichtweise? Also es ist so, deswegen sind mir diese Beratungsgespräche so wichtig. Ich sage, lasst uns wenigstens mal 10 Minuten, Viertelstunde miteinander reden. Was nehmt ihr? Weil wenn ich dann die E-Mails bekommt, das sind manchmal 2 Seiten. Das ist einfach zu viel. Da kann der Darm oder überhaupt unser Körper, der sagt dann, hallo, wie soll ich das denn verarbeiten? Und deswegen ist mir dieses persönliche Gespräch so wichtig. Lass uns mal kurz eruieren, auch was nimmst du an Medikamenten? Ist ja auch wichtig, weil die ganzen, egal ob es jetzt Beta-Blocker sind oder Antazida oder sonstiges, das sind ja Vitalstoffräuber. Da muss man auch noch mal anders reagieren. Wenn einer eine Herzproblematik hat, dann nimmst du noch mehr Q10. Eben, ohne einen Therapeuten soll man nicht einfach nur schlucken, oder? Das ist es einfach. Also präventiv, klar, bei der Blaubeere machst du nichts falsch. Machen wir auch, ist ja auch mein Ding, also nimm präventiv gewisse Dinge. Aber sonst greift mal zum Telefonhörer, lass uns mal 10 Minuten, Viertelstunde ein Beratungsgespräch machen, in Ruhe drüber sprechen und dann einfach mal sehen, okay, was braucht ihr wirklich? Und lass uns einfach mit wenigen Dingen anfangen und dann kann man ja immer noch das eine oder andere dazu nehmen, dann kann man das andere wieder weglassen. Also das ist einfach so ein Puzzlespiel, aber nicht wild irgendwo hingehen und sagen, ich kaufe jetzt mal das ganze Regal leer, ist oft eigentlich nur schlecht für den Geldbeutel. Du hast das in einer letzten Sendung auch schon mal gesagt, ruf doch einfach mal an und da kann man darüber reden. Genau. Kannst du dich überhaupt noch retten vor lauter Anrufen? Also ich krieg's gut gehandelt und es macht natürlich Spaß, es ist toll. Und ich sage auch den Leuten, schreibt mir einfach an info@juttasufner.com, schreibt mir eine E-Mail und dann machen wir einen Termin in aller Ruhe aus. Und egal, ob das Beratungsgespräche sind oder Delta-Scan, das kann man ja dann per E-Mail mal kurz eruieren. Aber das geht ganz gut. Es geht halt leider nicht von heute auf morgen. Da würde ich also drum bitten, es ist halt doch manchmal ein bisschen Vorlauf. Aber die Zeit haben dann die Leute. Und wenn ich merke, es brennt echt,
dann wird es auch immer irgendwie möglich gemacht. Also es klappt. Super. Es klappt. Liebe Jutta, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute auch für die Zukunft. Danke, dass du heute uns ein bisschen über die Blut-Hirn-Schranke weiser gemacht hast und erklärt hast. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wollten wir damit einfach mal ein Wort, das immer wieder herumgeistert, erklären, was dahinter steckt, nämlich sehr häufig eben der Darm, der Liquigat, ein unschönes Darmmilieu, und wir sind alle gut beraten, hier auf den Darm viel, viel mehr zu achten, denn hier ist der Ursprung für hier oben oder die Wirkung hier oben, die wir alle eigentlich nur pflegen und hegen wollen und nicht irgendwo in eine Alzheimer- oder Demenzkrankheit reinrutschen wollen, was alles nicht schön wäre für uns alle. So, in diesem Sinne, liebe Jutta, danke ganz herzlich. Ganz herzlichen Dank. Und Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.